No. Oh mein Gott, es ist gerade der Moment. Hallo, zum allerersten Mal hier zusammen in meinem Kleiderschrank. Es ist mega spannend für mich und voll verrückt, da jetzt gerade reinzugucken und zum ersten Mal mit euch zu sprechen. Hoffentlich meinem absoluten Lieblingspublikum. Schauen wir mal. Aber zuallererst, bevor unsere gemeinsame Reise losgeht, möchte ich mich natürlich bei euch vorstellen. Das passiert jetzt genau jetzt gleich in diesem Video. Und ich möchte euch natürlich auch erklären, warum ich diesen Kanal machen möchte. Warum Blabla Celine? Also bleibt jetzt einfach dran. Ich freue mich. Also, ich bin Celine, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann. Ich bin 29 Jahre jung, werde aber schon ganz bald 30, da freue ich mich drauf. Auch wenn es wahrscheinlich keine Party gibt wegen Corona. Ich meine, wie verrückt ist das denn? Ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wann ich nach Berlin gezogen bin, aber ich weiß noch, dass ich vor ungefähr 10 Jahren zum ersten Mal hier wirklich in so einem Techno-Club war. Und seit diesem Tag brauche ich auch wirklich diese Szene, die Musik, die Menschen, das Gefühl und diese Stadt wie die Luft zum Atmen. Das kann man wirklich so sagen. Und seit diesem Tag habe ich auch mein ganzes Leben gedreht, um hierher zu kommen. Weil ich komme nämlich ursprünglich aus Bayern, aus Franken, Oberfranken, so. Also da haben wir eigentlich die Antwort. Seit ungefähr 10 Jahren bin ich, glaube ich, hier mit Berlin verbandelt. Dann lebe ich vielleicht hier so seit 6. Who knows? Vor ungefähr einem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht und zwar im Bereich TV-Moderation, als Autorin auch, freie Produzentin. Also eigentlich, ihr könnt euch das so vorstellen, dass ich ganz viel hinter der Kamera mache und eben auch ein bisschen vor der Kamera. Ich wollte schon immer mehr, also nicht nur Dienstleister sein, das ist man ja in meinem Job, egal ob jetzt festangestellt oder Selbstständige. Das ist zwar auch total cool, das ist echt nichts Negatives, aber es reicht halt nicht jedem und ich bin halt so jemand. Mir reicht es nicht nur, Dienstleister zu sein. Ich will mehr, ich will meiner Kreativität und meinem Herzen vor allem Raum geben, weil dieser Kanal ist eine totale Herzenssache für mich. Ihr müsst wissen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und auch ein sehr sensibler Mensch. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb mich diese Szene irgendwie so eingefangen hat seit Tag 1. Nicht alles ist rosig an Techno und an den Clubs und an der Szene, um Gottes Willen. Ich will das nicht verherrlichen. Es gibt auch Seiten, die sind überhaupt nicht schön. Aber ich habe halt diese Welt als eine sehr tolle empfunden und tue es immer noch, wie gesagt, seit Tag 1, seit dem ersten Mal, als ich im Club war. Die Musik, die Menschen, die sind interessant. Man kann hier tagsüber weggehen und alles. Oh mein Gott, wir werden hier noch so viel über alle möglichen Facetten dieser Lebensweise sprechen. Also ich habe eine große Liebe hier zu dieser Stadt, zu den Menschen, zu der Mentalität und natürlich zu den Clubs dieser Stadt. Ich hoffe auch, dass sie alle überleben werden jetzt in dieser Scheißzeit. Oh mein Gott. Ich komme aus Bayern, aus Oberfranken und ich war halt einfach schon immer ein bisschen anders als die anderen. Es war für mich immer wahnsinnig schwer, Freunde richtig zu finden. Also ich hatte zwar immer Leute um mich rum, um Gottes Willen, aber ich musste mich halt wahnsinnig verstellen. Um, ja, gemocht zu werden, hatte ich eigentlich das Gefühl, um mit den Leuten auf einer Ebene zu sein, um cool zu sein und naja, was will man denn als Jugendlicher und Teenager? Man will gemocht werden, man will geliebt werden. Mir war das ein Riesenbedürfnis, geliebt zu werden. Und das hat halt einfach nicht geklappt. Sagen wir mal, dieser Kanal ist zum einen eben für mein kleineres Ich, weil ich sage euch, damals hätte es mir wahnsinnig geholfen zu sehen, dass es eben ganz andere Möglichkeiten gibt, ein Leben zu leben. Weil jeder, der in Bayern lebt, der weiß das vielleicht, wir werden sehr strukturiert groß. Das ist natürlich auch ein ganz großer Vorteil an Bayern. Da ist echt alles geregelt und so mit 30 hat man dort meistens schon Kinder, sein Häuschen gebaut und hey, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Und das ist für ganz viele Menschen auch super.
Und ich freue mich auch für all diese Leute, dass sie genau dort auch diesen Traum einfach so toll verwirklichen können. Für mich war es halt ein Albtraum und ist es heute irgendwo auch immer noch. Ich kann mich damit überhaupt nicht definieren, weil die Menschen, die ich getroffen habe auf meinem Weg in dieser kleinen Stadt, die waren halt einfach auch verdammt intolerant, ne? Ich empfinde mich überhaupt nicht als anders heute. Ich empfinde mich genau richtig so, wie ich bin. Aber damals dachte ich, ich bin anders. Und da hätte es mir eben geholfen. Deshalb, der Kanal ist für meine kleine Celine. Punkt 2 ist, jeder stellt sich ja auch so ein bisschen im Leben die Sinnesfrage. Zumindest die Menschen, die ich kenne, beschäftigen sich sehr viel mit dem Leben und mit sich selbst. Und warum ist man hier? Und vor allem, was kann man tun, um Gutes zu tun, und zwar unmittelbar um sich herum. Ich meine, diese riesengroße Welt, die kann ganz schnell sehr erdrückend werden und man hat das Gefühl, ey, man kann eh nichts machen als kleines Persönchen. Aber das erste Mal, wo ich gemerkt habe, man kann was machen, war, als ich eben zu mir selbst gefunden habe, und geht Hand in Hand mit Berlin, weil Berlin war für mich mein Befreiungsschlag. Diese Stadt hat mich einfach nochmal vor so viele Herausforderungen gestellt. Ich musste mir so viele Situationen nochmal neu anschauen und vor allem nochmal neu bewerten und wirklich fragen, mich selbst so, Celine, findest du das jetzt gut, was da gerade passiert, oder findest du das schlecht, was da gerade passiert? Und das ist einfach mega spannend, wenn man seine ganzen Muster, die man mitbekommen hat, seine Erziehung und auch die Gesellschaft, die man bisher kannte, wenn die von der Stadt so aufgebrochen werden und man das akzeptiert und damit arbeitet. Genau das habe ich gemacht und deshalb hat mich Berlin auch befreit und deshalb bin ich die geworden, die ich jetzt bin. Ich habe halt einfach gemerkt, wenn man bei sich ist, bei sich selbst und im Reinen ist, dann verändert sich komischerweise die Menschen, mit denen du unmittelbar zu tun hast. Da verändert sich was. Je besser es einem selbst geht und je reiner man mit sich selbst ist, ohne jetzt hier in irgendeine so esoterische Richtung abzudriften, nee, sondern das ist wirklich etwas, was ich für mich erlebt habe. Umso cooler war alles um mich herum. Und vor allem habe ich auch die richtigen Leute angezogen. Ich habe heute Freunde, von denen ich mir damals niemals hätte erträumen können. Never. Das waren die Menschen, die ich mir wirklich gewünscht habe, die mich genau so nehmen, wie ich bin, die tolerant sind, die respektvoll sind. Ich bin einfach mega dankbar, dass ich diese Menschen finden durfte. Und ich glaube, dass es alles hängt. Ich glaube, dass alles wirklich miteinander zusammenhängt. Und jetzt hoffe ich, dass ich den Bogen jetzt auch zu diesem Kanal irgendwie wieder schlagen kann. Den Bogen schlagen? Ich hoffe, dass ich die Kurve kriege. So. Ich glaube, das passt. Habe ich mir dann einfach mal überlegt, was kann ich eigentlich tun, um irgendwie in meiner Welt was zu bewirken. Ganz einfach. Und dann habe ich mir auch erstmal überlegt, was will ich denn eigentlich überhaupt bewirken? Habe in mich selbst reingehorcht und es hat mit mir zu tun. Ich habe euch gesagt, ich bin sehr sensibel, sehr emotional. Und für mich ist meine Umwelt eben oft sehr grob und sehr unsensibel. Deshalb, das, was ich tun kann, ist zu versuchen, meine Umwelt, also vielleicht ab jetzt euch, ein Stück sensibler zu machen, toleranter zu machen und Emotionen hervorzurufen. Für mich, als ich mal über alles nachgedacht habe, sind Emotionen Weltverbesserer. Wenn ich bei euch eine Emotion hervorrufen kann oder ihr durch einen Film, den ihr hier seht, toleranter werdet, weil ihr diesen Menschen versteht oder, keine Ahnung, ein Vorurteil hattet, euch diesen Film anschaut und dann sagt, Mensch, aber ja, ist voll okay, dass der so lebt. Ich verstehe diesen Menschen. Hey, dann habe ich gewonnen. Dann ist euer Herz ein Stückchen aufgegangen und dann kommt ihr vielleicht auch in diese Position, dass ihr sagt, ey, ich bin glücklich mit mir, ich bin tolerant, ich bin respektvoll und auf einmal verändert sich alles um euch herum. Also
Ich hoffe, man versteht, was ich da alles erkläre, weil ich habe gerade das Gefühl, dass ich so wirres Zeug irgendwie erzähle, aber ich denke jetzt einfach mal, dass das irgendwo Sinn macht. Es ist ein Herzensding, auf jeden Fall. Es kommt ganz tief vom Herzen und ich habe mir verschiedene Formate ausgedacht. Natürlich möchte ich euch auch einfach nur unterhalten. Ich meine, ich komme aus dieser Branche und das ist eine Branche, die ich liebe. Ich finde sowieso, mit Bildern, die man sieht, kann man am meisten bewirken. Das merke ich bei mir selber auch. Ich kann zum Beispiel keine Filme sehen, in denen Gewalt ist oder so. Ab 16 geht gar nichts bei mir. Das ist zu doll. So sehr berühren mich Bilder. Und deshalb ist das hier, kleine Filme, genau die Sprache, die ich sprechen möchte. Und ich hoffe, wünsche mir einfach, dass dass das bei euch ankommt, was ich versuche zu tun. Und dass euch die Musik genauso viel gibt wie mir, dass ihr euch so viel Spaß macht, dass ihr die Menschen interessant findet, die ich für euch porträtieren möchte, dass ihr euch unterhalten fühlt. Wenn ich in verschiedene Wohnungen stapfe, zum Beispiel in der Sendung Träumst du nur oder lebst du schon in Berlin, wo ich verschiedene Menschen besuchen möchte und die uns dann ihre Wohnungen zeigen. Oder einfach hier, solche Videos, wo ich hier sitze, mit euch spreche, mir ein Thema überlege. Ich würde es einfach richtig cool finden, wenn ihr an Blabla Celine Spaß findet, weil nur dann ist es natürlich auch ein Ansporn, das hier alles zu machen, neben der normalen Arbeit, die man hat. Wie ihr mir helfen könnt, das ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Ihr könnt diesen Kanal einfach abonnieren. Das wäre für mich ein Ritterschlag. Ihr könnt natürlich ein Däumchen hoch machen, wenn euch dieses Video gefällt. Ihr könnt meinen Instagram-Kanal besuchen. Ich glaube, da ist es sogar richtig cool, um miteinander in Kontakt zu treten. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr einfach euch bei mir meldet, euren Senf dazu gebt, hier ein Abo da lasst und ich glaube, das war's. Ich glaube, das erste Video ist im Kasten.